Heute habe ich einen ganz wunderbaren Rindergulasch nach Stroganoff-Art für euch. Ein wunderbares Rezept mit einer super schmackhaften Soße, mit ganz zartem Rindfleisch. Wir haben dazu heute Nudeln gegessen. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Rezept. Und hier auch schon die Zutatenliste. Es ist alles unten in der Beschreibung nochmal hinterlegt. So, wir fangen an und für dieses Rezept benötigt ihr 1 Kilo Rindergulasch und ich empfehle wirklich die Metzgerqualität zu nehmen. Einen Bratentopf erhitze ich jetzt auf höchster Stufe, gebe das Butterschmalz dort hinein und dann wird portionsweise das Rindergulasch dort drin angebraten. Dann wird alles noch schön gesalzen und gepfeffert und ich schaue dann zwischendurch mal drunter und wenn das Fleisch schon gebräunt ist, dann kann ich es dann auch zum ersten Mal wenden. Wenn das Fleisch dann schön angebraten ist, einfach auf einen Teller zur Seite legen und die nächste Portion anbraten. Zwischendurch immer mal schauen, ob noch genügend Butterschmalz zum Anbraten im Topf ist. In der Zwischenzeit, wo ich das Fleisch anbrate, schäle ich dann meine 330 Gramm Zwiebeln und schneide sie grob in Würfel. Die Champignons habe ich vorher schon geputzt und jetzt schneide ich vom Stiel ein bisschen ab und dann werden die Champignons in Scheiben geschnitten. Wenn ich die letzte Portion Fleisch angebraten habe, gebe ich gleich die Zwiebeln in den Topf hinein, senke die Temperatur auf ca. 3/4 und brate sie jetzt für ca. 5 Minuten an. Und hier seht ihr das angebratene Fleisch. Es hat wunderbare Röstaromen entwickelt. Das gelingt besonders gut in einem gusseisernen Bräter. Und jetzt können wir auch schon den Backofen vorheizen auf 160 Grad Umluft. Wenn die Zwiebeln gebräunt sind, einfach aus dem Topf nehmen und zu dem Fleisch geben. Und anschließend geben wir nochmal Butterschmalz in den Topf. Und jetzt werden die Champignons nochmal für ein paar Minuten kurz angebraten. Zwischendurch nochmal mit Salz und Pfeffer würzen. Bei diesem Vorgang bleiben wir jetzt bei hoher Temperatur, also die liegt irgendwo zwischen 3/4 und hoch. Und die Champignons werden jetzt wirklich nur kurz angebraten, bis das Wasser ausgetreten ist. Und dann sind sie auch schon fertig. Das dauert circa 5 Minuten. Die Champignons dann auf einen Teller zur Seite legen. Das Fleisch mit den Zwiebeln jetzt zurück in den Topf geben. Die Champignons bitte nicht dazugeben, die kommen erst später mit in den Topf. Alles jetzt mit ca. 700 Milliliter sehr heißem Wasser auffüllen, 2 Teelöffel Rinderbrühenpulver dazugeben, alles umrühren, Deckel drauf und jetzt in den Ofen für 1 Stunde 45 Minuten. So, und hier sind meine leicht angebratenen Champignons. Die würze ich jetzt noch mit einem gut gehäuften Teelöffel Paprika edelsüß. 200 Gramm Cornichons, entweder in Streifen schneiden oder in Stücke, je nach Belieben. Die Petersilie, das sind ca. 3 Esslöffel, einfach schön fein hacken. Nach 1 Stunde und 45 Minuten hole ich dann den Topf wieder aus dem Ofen und jetzt erst gebe ich die Champignons dort hinein, rühre alles um und schaue nochmal, ob vielleicht noch etwas Flüssigkeit mit dazu gegeben werden muss. Ich musste hier ungefähr ein halbes Glas dazugeben, dann den Deckel wieder drauf und für circa eine halbe bis dreiviertel Stunde jetzt weiter garen. So, das Gulasch ist jetzt fertig. Es hat noch circa 30 Minuten gedauert und ihr seht hier, das Fleisch ist wirklich butterweich. Ich muss aber auch sagen, das liegt an der Metzgerqualität. So, und jetzt kommen noch die Gürkchen dazu. Dann 1,5 Esslöffel, gut gehäufte Esslöffel Senf, mittelscharf oder Dijon-Senf. Anschließend alles umrühren
Und jetzt kommt schön Schmand noch mit rein. Das sind 400 Gramm, die dazukommen. Alles nochmal gut umrühren. Schauen, ist die Soße zu dick? Dann nochmal mit etwas Flüssigkeit einfach verdünnen. Nochmal gucken, ob es abgeschmeckt werden muss. Ich brauchte nichts weiter dran machen. Und zum Schluss nochmal die Hälfte von der Petersilie mit reingeben. Und dann ist das Rindergulasch auch schon fertig. Wie am Anfang erwähnt, es ist ein ganz, ganz köstliches Rezept. Probiert es aus, speichert es euch ab. Es wird wieder einen Feiertag oder einen Sonntag geben und dann probiert es mal aus. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß damit und noch einen wundervollen Tag.